Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red View Videomagazin in einem neuen kleinen Tour-Vlog unsererseits. Wir starten mal wieder an einem Flughafen, wie man im Hintergrund sehen kann. Und ja, unser Start ist eigentlich heute der Flughafen von Dortmund. Wer sich ein bisschen auskennt, sieht, dass wir nicht in Dortmund sind, sondern in Düsseldorf. Vielen Dank dafür. Das ist nicht geplant gewesen. Der Tag hat extrem stressig jetzt angefangen und wir quatschen gleich mal weiter. Wir gehen jetzt mal rein, weil es ist unglaublich kalt in Deutschland. Ich mag das. Ich mag auch Schnee. Andere scheinbar nicht, obwohl keiner da ist. Und deswegen fliegen wir jetzt irgendwo hin, wo es warm ist. Let's go! So, wir fliegen mit Pegasus und ich bin jetzt King Karl und die Uschi ist Sabine Göttchen. Wenn man doof ist wie ich und nicht richtig lesen kann. Das sind die Flughäfen, wo es hingeht. Wir sollten eigentlich von Dortmund aus fliegen. Wir sind jetzt in Düsseldorf. Das liegt daran, dass in Dortmund massiver Schneefall ist. Das wussten die heute Nacht um 3, dass um 13 Uhr das Flugzeug nicht fliegen kann wegen viel Schnee. Ist aber nur bei Pegasus so. Swiss Air, wie man sieht, kann fliegen. Vielleicht haben die auch Winterreifen und Pegasus nicht. Wo gehst du? Wir müssen noch in... Nee, so außenrum. In der Ecke sind wir sonst nicht unterwegs. Und jetzt mal ein Foto von 9 Uhr morgens. 2 Kilometer Luftlinie zum Dortmunder Flughafen, wie das Wetter da ist. Weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht nach Schneesturm aus. Ich habe die Vermutung, dass sie das Flugzeug nicht ansatzweise vollgekriegt haben. Und dann ist es billiger, das abzublasen. Und weiß ich nicht. Zum Glück gab es jetzt noch ein freies Plätzchen hier in Düsseldorf in der Maschine. Und ja, nicht geplant, haben wir jetzt extra viel Geld fürs Parken bezahlt, weil uns keiner fahren konnte, weil keiner da ist oder imstande ist. Und auf den Zug verlasse ich mich jetzt bei dem Wetter dann auch wieder nicht. Und eigentlich wären wir in Dortmund mit dem Lukisch-Shuttle gefahren und auf dem Rückweg mit dem Lukisch-Mama-Shuttle zurückgefahren. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert. Schade, trotzdem vielen Dank dafür. Aber wir sind eingecheckt, also wir haben schon mal ein Flugticket. Da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt kommt die Sicherheitskontrolle und dann warten wir, dass wir fliegen. Wir fliegen von Düsseldorf dann jetzt nach Istanbul und von Istanbul fliegen wir nach Riyadh in Saudi-Arabien. Habt ihr schon gesehen, könnt ihr euch auch denken, höchste, schnellste, längste Achterbahn der Welt hat vor einer Woche eröffnet. Das müssen wir uns so angucken. War auch anders geplant, dass wir früher da sind. Liegt nicht an uns, dass das nicht geklappt hat. Ist auch egal. Ich muss jetzt nicht wieder über Leute meckern, die ihre Arbeit nicht machen. Das hatten wir gestern und heute und überhaupt zu Genüge schon. Und jetzt ist Sicherheitscheck, deswegen bin ich erstmal fertig. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, noch mal ein paar schnelle Tipps, wenn ihr so eine Reise antretet. Das ist wirklich allgemeingültig. Eure Reisepässe. Fotografiert die ab, schickt euch die selber per E-Mail, damit ihr die irgendwo habt, wo ihr darauf zugreifen könnt, wo ihr jederzeit darauf zugreifen könnt, auch wenn ihr jetzt irgendwo anders hin müsst. Ihr könnt ja meistens auf eure E-Mails dann zugreifen. Wenn das ein eigener Server ist und so, weiß ich nicht. Ebenfalls macht ihr Fotos von euren Koffern, weil wenn euer Koffer wegkommt und ihr müsst dann sagen, ey, mein Koffer ist weg, eckig und schwarz ist eine schlechte Beschreibung. Ein Foto hilft da auf jeden Fall mehr. Habt das auch gespeichert und gebackupt. Außerdem für den Trip jetzt nach Saudi-Arabien braucht man ein Visum. Das müsst ihr im Vorfeld beantragen. Das ist ziemlich schnell durch. Das ist nicht das große Problem. Kostet aber 90 € und damit dürft ihr maximal 90 Tage im Jahr da sein. Habe ich das richtig? Ich habe das nämlich nicht gemacht und habe mich nicht beschäftigt, aber jemand anderes möchte das wieder nicht erzählen. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, was ich auch immer checke vorher, und das kann auch wichtig sein, was für Stecker braucht ihr, wenn ihr eine Steckdose benutzen wollt. Auch da solltet ihr vorbereitet sein und Adapterstecker entsprechend dabei haben, eventuell sogar verschiedene, wenn ihr Umstiege habt. Das ist jetzt nicht so relevant, aber zum Beispiel nicht für diese Reise wichtig, aber wenn wir über England nach USA reisen, dann brauchst du für USA die Stecker, du brauchst für England die Stecker und hast den europäischen Kram dabei als Beispiel. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ihr im Vorfeld beachten solltet, die wichtig sind. Und ansonsten gibt es gar nicht so viel zu beachten für die Reise nach Saudi-Arabien, wenn ihr das alles erfüllt habt. Außer, dass es lieber und gern gesehen ist, lange Kleidung zu tragen, dass ihr keinen Alkohol mit ins Land bringt und dass es da auch keinen gibt. Vielleicht noch erwähnt, solltet ihr einen Mietwagen nehmen, das kann ja sein, das werden wir auf jeden Fall machen, das werdet ihr dann gleich auch noch sehen, braucht ihr neben einem Führerschein den internationalen Führerschein, den gibt es für, glaube ich, 16
Euro oder so bei eurer dementsprechenden Behörde. Der muss auch gültig sein. Und wo man auch darauf achten muss, vor allem im Vorfeld, es sind Kilometerbegrenzungen immer am Start. Und meistens sind dann nur so 1000 Kilometer. Wir haben es jetzt geschafft, einen mit 5000 Kilometern zu finden und hoffen damit auszukommen. Also ein Riesentrip wird das Ganze nicht. Wir wären länger geblieben, hätten wir jetzt nicht diese Kilometerbegrenzung. Dann hätte man einfach mal ganz Saudi-Arabien rocken können. Das gilt auf jeden Fall auch noch zu beachten. Als nicht verheiratetes Paar dürft ihr inzwischen auch gemeinsam ein Doppelzimmer beziehen. Das war früher auch nicht so. Das ist inzwischen gelockert worden. Und es muss jetzt keine Heiratsurkunde mehr vorgelegt werden oder ähnliches, wenn man als Mann und Frau zusammen ein Doppelzimmer beziehen möchte. Als gleichgeschlechtliches Paar ist es hilfreich, wenn ihr Brüder seid. Und Brüder müssen nicht unbedingt den gleichen Nachnamen haben. Wisst ihr Bescheid, Jungs. Ist ja für einige relevant. Und wenn ich das Thema schon anspreche, jeder kann und muss für sich selbst entscheiden, ob er in solche Länder reist oder nicht. Wir sind in Istanbul ja gelandet und steigen gerade um. Er holt jetzt noch ein paar Trolleys, die zu viel sind. Das wird also, glaube ich, ein voller Flug jetzt von Istanbul nach Riyadh. Alter, hier ist ein Chaos, Menschenmassen, schon wild. Aber ja, wir haben jetzt quasi 2 Mittelstreckenflüge. Das ist ja nicht so richtig definiert. Und wir sind einfach preislich halt bei der Hälfte von, wir fliegen direkt von Frankfurt nach Riyadh. Und da müssen wir leider auch auf den Euro gucken. Und wenn das die Hälfte nur kostet, dann fliege ich auf Pegasus. Beim nächsten Mal bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob ich das mache. Übrigens, in Düsseldorf hat es ja jetzt voll geschneit. In Dortmund zur gleichen Zeit, wir waren mit Dortmund connected, nicht. Interessant, aber unser Flug war super leer, fast jeder hatte 3 Plätze für sich und dann ist die Theorie, dass sie das einfach gecancelt haben, um Geld zu sparen, glaube ich, sehr naheliegend. Wir steigen jetzt ein, fliegen nach Riyadh und sehen uns in Riyadh wahrscheinlich wieder, weil viel passiert jetzt auf so einem Nachtflug nicht. Uschi macht die Bänder nie zu, das macht mich wahnsinnig. Willkommen in Saudi-Arabien, Leute. Ich wollte eigentlich jetzt irgendwas erzählen, wenn wir auf die Koffer warten, aber unsere beiden Koffer sind schon da. Das ist sehr gut, da beschwere ich mich auch nicht. Und wir sind auch schon eingereist. Unsere Einreisebeamtin war auf jeden Fall cool, um das mal so zu formulieren. Ich habe selten so lange Wimpern gesehen und so viel Make-up. Wir sind in Saudi-Arabien, sie hat aber eine medizinische Maske auf, aber
TikTok gucken, während man seinen Job versucht zu machen. Spannend. Und Fingerabdrücke nehmen funktioniert hier auch nicht so. Ich habe zu trockene Finger angeblich. Dann kriegst du Desi da drauf gesprüht, damit es ein bisschen funktioniert. Noch ein Tipp, bevor ich das gleich vergesse. Ey, Trinkflaschen. Nehmt euch Trinkflaschen mit und macht die dann hinter der Sicherheitskontrolle wieder voll mit Wasser. Das ist auf jeden Fall, vor allem bei so einen Billig-Airlines, super, super wichtig, weil es da halt außer gegen Bares gar nichts gibt. Und haben wir sonst auch immer dabei. Und auch wichtig, deswegen ist nämlich Uschi gerade nicht am Start, eSIM, damit ihr Internet habt, und die installiert die gerade bei mir auf dem Handy, und deswegen gehe ich auch mal schnell wieder rüber und dann holen wir uns einen Mietwagen. Welcher Rollstuhlfahrer soll denn da hochkommen, Alter? Tony Hawk's Wheelchairs Pro oder was? So Leute, hier unser Zimmer, das Bad mit der Dusche, die sieht echt cool aus. Kleines Waschbecken. Das Bad ist verhältnismäßig echt klein, wenn man sieht, dass wir noch diesen Wohnraum haben. Tisch, Couch, Sessel. Also es sind auch viel mehr Sitzplätze als Schlafmöglichkeiten. Sonst ist das immer weniger. Kleiner Fernseher. Ich finde, also für Saudi-Arabien finde ich die klein. Unsere Küchenzeile. Die haben auf jeden Fall einen großen Kühlschrank, wo wir ein bisschen was rein. Oh, der ist aber auch. Ja, ein bisschen mehr Schein als Sein. Ja, wie immer. Und dann haben wir natürlich noch den Schlafraum. Auch sehr schick. Auch riesengroß, ne? So, wo gucken wir denn hier hin? Baustelle bestimmt. Oder? Mann! Ja, auf der Straße. Man kann ja das Fenster aufmachen. Ja, aber nur so ein Kippfenster hier. Ja, aber da kommt doch schon. Oh, kommt schon Luft. Jo. Hier eine Sache, die ich erwähnt habe, Steckdosen. Witzigerweise sind die britischen Steckdosen, die in Saudi-Arabien genutzt werden quasi. Es können auch andere Pfannen sein, aber das ist so das gängige Ding. Den Adapter solltet ihr auf jeden Fall dabei haben, sonst habt ihr ein Problem. So Leute, wir fangen auch direkt noch an, was zu probieren. Das ist der Ogi, das bin ich. Ein rindergrüner Apfel, habe ich richtig Turn drauf. Ihr habt ja gerade ein paar Aufnahmen gesehen, was es sonst noch so gibt. Sprecher. So geht das also. Ah. Kann ich mir. Ja, ist künstlich? Nee, ne? Geil. Ja. Also eklig, aber geil. Das ist auch neongrün. Es sieht aus wie hier Wackelpeter, die Farbe. Aha. Ja, dann hier dann. Ja. Damit ist auch auf jeden Fall um den Hals von irgendeinem Fisch. Boah. Brause pur. Alter, das schmeckt auf jeden Fall sehr künstlich. Das ist besser. Das schmeckt so richtig brausig. Oh ja, krass. So irgendwie so. Wie so eine Brausetablette. Ja, ja. So, damit wir noch was So im eine Bauch Ahoi-Brause haben. da aufgelöst. So, wir essen eben schnell 2 Cheeseburger, wenn wir was gegessen haben, dann melde ich mich nochmal wieder, bevor das Video zu Ende ist. Übrigens, an der Decke ist eingezeichnet, wo Mekka ist. Nur damit ihr Bescheid wisst, wie unser Zimmer ausgerichtet ist. By the way, ist ja das Entertainment in so einem Pegasus-Flug eher dürftig, auch nach knappen 3 und dann nochmal 4 Stunden. Wäre schon ein bisschen Entertainment okay. Man kann noch mal was lesen. Richtig cooles Buch haben wir gestellt bekommen. Ist von einem von euch aus der Community. Sind wir auch mit Text und Bild so drin erwähnt. Das ist auch immer geil, sowas. Aber war super unterhaltsam, kurzweilig, hat Spaß gemacht zu lesen. Wirklich richtig Bock gemacht. Wenn ihr da irgendwie dran kommt, checkt das aus. Richtig cool. Vielen Dank dafür. Das hat mich unterhalten. Ja, und ansonsten, jetzt gerade nach der Landung haben wir den Mietwagen geholt bei Six diesmal. Dann haben wir jetzt einen Toyota Yaris. Und
Und fahren wird auf jeden Fall wild, hat man ja schon viel von gehört, war jetzt auf jeden Fall schon interessant und es war nichts los, denn wir haben mitten in der Nacht, jetzt haben wir gerade 3:40 Uhr Ortszeit, sind um 2 Uhr, kurz vor 2 sind wir gelandet und ja, gleich geht es ins Bett, mal gucken, wie lange wir pennen können und morgen starten wir natürlich mit Six Flags Qiddiya City, der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Und ansonsten hoffe ich, habe ich alles erzählt und erwähnt. Wenn noch Fragen sind, die Kommentare gehören euch. Versuchen wir dann auf jeden Fall auch noch zu beantworten. Aber ich meine, wir haben alles abgedeckt, was man abdecken muss. Hoffentlich. An der Tankstelle auch noch gehalten Getränke geholt, damit wir was zu trinken hier haben. Und im Vorfeld, wir navigieren mit Google Maps, auch nochmal Offline-Karten runtergeladen, falls das mit der eSIM nicht klappt, damit wir trotzdem hier hinkommen und die Adressen am Start haben vom Hotel. Zimmer habt ihr gerade gesehen, wir haben ein komplettes Apartment, das ist ein Apartment-Hotel, Frühstück gibt es hier auch. Die Jungs unten beim Check-in, die zwei, die haben das gut gemacht. Man geht erst hoch, checkt dann das Zimmer, ob das alles cool ist und dann machen wir alles fertig. Genau, das haben wir auch gemacht. Und ansonsten war es das jetzt, glaube ich. So Leute, wir sind ausgeschlafen, haben gefrühstückt, haben noch mal ein bisschen geschlafen und jetzt geht's los. Wir fahren zu Six Flags Qiddiya City, der Grund, warum man überhaupt hier ist. Da nehmen wir euch noch ein bisschen mit hin und sobald wir da sind, startet dann das nächste Video, weil da habt ihr alle Bock drauf, da seid ihr alle interessiert. Ich möchte das jetzt, den Vlog hier ziehen wir dann ein bisschen länger, weil Anreisevlogs finde ich immer irgendwie doof. Ich denke, das braucht keiner und ihr schreibt immer doch, wir brauchen das. Aber gucken tut's trotzdem wieder keiner, das ist verwirrend. Aber genau, so machen wir das jetzt auf jeden Fall in dem Fall. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und haben auch genug Puffer eingeplant, weil die ja auch wie die Geisteskranken fahren. Unser Toyota Yaris, also den Yaris habe ich auch irgendwie viel kleiner in Erinnerung. War der auch mal. Das ist ja eine Yaris Limousine Das oder ist was? Yaris Y, das muss ja was anderes sein. Auf jeden Fall ist die Sonne draußen. Hier, wo keine Sonne scheint, ist es sehr angenehm. Schön kühler Wind, super geil gerade. Wahnsinn. Da ist ein ATM auch mit drin bei Bank Abdallah, weil wir eventuell noch Cash haben wollen müssen. Ich weiß nicht, ob man in so einen komischen Laden geht oder... Eine Bank, ne? Ja, stimmt. Ein ATM, also... Ja. Sollen wir das jetzt noch machen? Ja. Das machen wir jetzt noch. Was ich noch zum Frühstück gesagt haben wollte, ich kann euch gar nicht sagen, was wir da alles hatten, weil nichts dran steht und es echt nicht definierbar war. Jetzt ist hier gerade so ein bisschen Stau, aber das ist normal, gerade wo wir gestartet sind, direkt bei uns ist so eine Kreuzung. Da war halt, also die haben 3 bis 4 Spuren auf dem Boden gemalt, 5 bis 8 wurden aber genutzt. Aktiv. Ich glaube, 8 habe ich aufgemacht, weil wir so ein kleines Auto haben. Wird viel rumgehupt, es wird nicht geblinkt, es wird wild gewechselt und alle sind ein bisschen proaktiv unterwegs. Ja, aber also musst du wissen, musst du wollen, aber das ist okay, finde ich. Also es kommt doch mal gleich rot, aber das ist auch egal. Das als erste Einschätzung, erster richtiger Tag, wo wir jetzt on the run sind. 21 Grad übrigens, also alles easy peasy. Und lange Kleidung ist gern gesehen, müsst ihr nicht. Deswegen habe ich auch lange Ärmel an bei so einem Wetter.
ist einfach eine Respektsache. Weißt du, wir fahren hier hin und ob das jetzt mit unseren westlichen Werten übereinstimmt oder unseren persönlichen Werten übereinstimmt oder nicht, ist eigentlich ziemlich Wumpe. Wenn das eine Respektsache ist, dann kann man das, finde ich, machen. Wenn man meint, man muss hier hinkommen. So, das vielleicht auch nochmal zu Altes. Guck, da ist Carl's Junior Werbung, aber Canes habe ich auch schon gesehen. Und 2 F-150 Raptors schon gesehen. Einer stand heute Morgen vor unserem Zimmer, einer ist gerade hier immer an uns vorbeigefahren. Was ist das denn bitte? Leute, wir sind angekommen. Sind noch pünktlich, aber ein bisschen Delay haben wir auf jeden Fall mit drin gehabt jetzt. Sind aber frühzeitig losgefahren. Verkehr in Riyadh halt richtig heftig und dann gab es noch ein paar Unfälle unterwegs und Stau deswegen. Dann kam ein Checkpoint. Alter, also wirklich, das war ja richtig heftig. So ein Dude, also mehrere mit Helm, so einer schwarzen verspiegelten Skibrille und schusssichere Weste und Maschinengewehr und so. Alter, krass. Ja, und sind jetzt bei Six Flags Qiddiya. Wenn ihr zu dem ganzen Kram, den ihr jetzt gerade gehört habt, Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Und im nächsten Video geht's weiter hier mit Six Flags Qiddiya City.